So, jetzt kommen wir langsam zu dem Schluss von Römerbrief 1 bis 8 und wie ich schon mal gesagt habe, es ist nicht, dass ich glaube, dass 9 bis 16 nicht von Bedeutung sind, auf keinen Fall. Ich würde so gerne die anderen Kapiteln durchmachen, aber für jetzt reicht es Römer 1 bis 8. Vielleicht irgendwann mal kommt Teil 2. Aber wir kommen langsam zu unserem Thema hier und dies ist die letzte Einheit in Bezug auf den ewigen Plan Gottes. Und da lesen wir in Römer 8, Vers 28 von diesem ewigen Plan. Und das ist Gottes Absicht, uns zu verwandeln in das Ebenbild Jesu. Dass, wenn Gott mit uns fertig ist, wir widerspiegeln Gott genauso wie Jesus. Jesus ist in diese Welt gekommen als ein Mensch und als ein Mensch war er und ist er immer noch das sichtbare Bild von dem unsichtbaren Gott. Aber Gottes Absicht war, dass die Menschen, deswegen hatte er die Menschheit geschaffen, um Gott sichtbar zu machen. Wir als Menschen haben versagt. Jesus ist gekommen und hatte den Plan Gottes gerettet. Und jetzt ist Gott dabei, in unserem Leben zu wirken durch den Heiligen Geist, durch sein Wort und durch einfach die Dinge, die in unserem Leben geschehen. Nicht alles, was in unserem Leben geschieht, ist von Gott, aber Gott ist in der Lage, diese Dinge, auch die Dinge, die der Feind zum Beispiel Böses gemeint hat, Gott ist in der Lage, auch diese Dinge umzudrehen, um zu seinem Ziel zu kommen. Und sein Ziel ist, wie gesagt, uns zu verwandeln in das Ebenbild Jesu. Und wenn ich daran denke, ich glaube, das ist wirklich die allerbeste Nachricht, die wir hören können. Das, was Gott ist, durch Jesus Christus gezeigt, das ist das, was Gott in unserem Leben wirken möchte. Wir nennen das ewige Kreuz, das, was in Ewigkeit in dem Herzen Gottes war. Das, was wir zum Beispiel in Philipper 2 lesen, dass obwohl er Gott war, hat er die Gleichheit mit Gott nicht festgehalten, sondern er legte das hin. Und er wurde ein Mensch und er wurde sogar ein Sklave als Mensch und dann war er gehorsam zu dem Vater bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist erstaunlich. Wenn wir das lesen, dann sehen wir in dieser Passage, dass erstens das Königreich Gottes kommt durch den Tod Jesu. In den nächsten Versen in Philipper 2 heißt es, darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. In dem Namen Jesu. Jedes Knie muss sich beugen und jeder Mund bekennen, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist der Herr und er hatte diese Herrschaft gelangt, indem er sein Leben hingelegt hatte, indem er gehorsam war bis zum Tod. Aber das andere, was ich in dieser Passage sehe, und das ist genauso wichtig, ist, dass manchmal denken wir, obwohl er Gott war, legte er sein Leben hin. Aber eigentlich
was Paulus hier sagt und was überall in dem Neuen Testament zu finden ist, weil Jesus Gott ist, legte er sein Leben hin. Das ist, wie Gott ist. In dem Kreuz sehen wir das vollkommene Bild von Gott. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, um uns in diese Herrlichkeit zu bringen. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben erlange. Und wie wir schon gesehen haben, alle haben gesündigt und erlangen nicht diese Herrlichkeit Gottes, die Gott für uns Menschen geplant hat. Aber Jesus ist gekommen, um uns diese Herrlichkeit wiederherzustellen. Und hier ist, wie die Herrlichkeit aussieht. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, sehen wir die Art der Liebe, die Gott in unserem Leben hineinarbeiten möchte. Und das ist erstaunlich. Wir haben das schon gesehen in Römer 5, Vers 8, wo es heißt, Gott hat seine Liebe zu uns erwiesen, dass Christus, als wir noch Feinde waren, für uns gestorben ist. Wenn Christus nicht selber Gott ist, dann hat dieser Satz überhaupt keinen Sinn. Das wäre, als würde Paulus sagen, ich liebe dich so sehr, Timotheus wird eure Miete bezahlen. Also Gott hat seine Liebe erwiesen. Gott war in Christus und hatte die Welt mit sich selbst versöhnt. Die Bibel spricht nie davon, dass Gott sich mit uns versöhnen musste, sondern wir waren die weggelaufen sind. Und wenn wir Jesus am Kreuz sehen, sehen wir die große Liebe, die Gott eigentlich ist. Das Kreuz war nicht nur etwas, wo Jesus historisch gestorben ist. Das ist es auf jeden Fall. Aber nicht nur das. Es ist ein Prinzip, was ewig in dem Herzen Gottes ist. Der Vater liebt den Sohn. Der Sohn liebt den Vater. Der Heilige Geist liebt den Vater und den Sohn. Und der Vater und Sohn lieben den Heiligen Geist. Und sie leben füreinander. Der Sohn möchte nur den Willen des Vaters tun. Der Vater gibt alles dem Sohn. Und der Heilige Geist setzt sich ein, um den Plan des Vaters zu verwirklichen und den Sohn zu verherrlichen. Das ist, wie Gott ist, die ewige Gemeinschaft der Liebe. Und wir sind eingeladen in diese Liebe hinein. Ich liebe ein Zitat von C.S. Lewis. Er sagte, Gott ist nicht ein statisches Ding. Gott ist dynamisch, pulsierendes Leben. Gott, hatte C.S. Lewis gesagt, Gott ist eine Art Drama. Und dann fügte er hinzu, und wenn ihr nicht denkt, dass es irgendwie Frevel ist, Gott ist eine Art Tanz. Das hat mich so angesprochen. Gott ist ein Tanz. Weißt du, wenn Menschen tanzen, sie stehen nicht einfach da und warten auf den anderen, sondern sie geben sich hin. Das ist, wie Gott ist. Gott ist ein Tanz. Der Vater tänzt um den Sohn, der Sohn tänzt um den Vater und der Heilige Geist tanzen um beiden und beide tanzen um den Heiligen Geist. Und sie laden uns ein,
in diesen herrlichen Tanz in aller Ewigkeit. Wenn Gott fertig mit uns ist, dann werden wir Gott widerspiegeln, genauso wie Jesus. Das ist, was Paulus, glaube ich, meint, wenn er sagt, die ganze Leiden in dieser jetzigen Zeit, es ist nicht wert zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit. Nichts. Die Rede hier ist nicht davon, dass wir nichts ist zu vergleichen, dass wenn wir sterben, kommen wir in den Himmel und dann war das Leiden aller wert, sondern das Ziel ist viel größer als nur in den Himmel zu kommen, wenn wir sterben. Das Ziel von Ewigkeit her war, Menschen zu machen in dem Bild Gottes. Und jetzt ist Gott dabei. Das ist der Römerbrief. Das ist wirklich die herrlichste, allerbeste Nachricht, die ich je gehört habe. Amen.